Habt ihr schon mal eine Feedback-Situation erlebt als Empfänger oder Empfängerin, in der ihr euch vielleicht unwohl gefühlt habt? Also vielleicht ein Jahresgespräch oder eine Situation mit unaufgefordertem Feedback. Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht ging der Blutdruck nach oben, die Hände fingen an zu schwitzen, die Nackenmuskeln verspannten sich. Vielleicht kommen dann auch noch Gedanken, Gefühle ins Spiel, wie was kommt da auf mich zu, was passiert wohl, will ich das denn überhaupt und so weiter. Also ein Gefühl von Ungewissheit oder in eine Situation hineingezwungen zu werden. Wodurch genau werden diese natürlich völlig normalen Gefühle und Gedanken ausgelöst? Es rentiert sich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in die Neurowissenschaft von Feedback zu starten. Unser Kapitel 3 heißt ja ein Ja abholen und ihr werdet gleich nachvollziehen können, was es damit auf sich hat. Als soziale Lebewesen reagieren wir auf ganz bestimmte Weise auf Reize aus unserer sozialen Umwelt. Was meine ich damit? Unsere Sinnesorgane scannen unsere Umwelt permanent auf potenzielle Belohnungen, also zum Beispiel Nahrung, und noch wichtiger für das Überleben, auf potenzielle Gefahren und Bedrohungen. Unser Gehirn verarbeitet Informationen innerhalb von Millisekunden und wir reagieren sofort darauf. Das findet oft unbewusst oder unterbewusst statt. Das Ganze passiert für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten, in einem bestimmten Hirnareal, dem limbischen System oder wenn ich es noch präziser mache, den Mandelkernen, der sogenannten Amygdala. Was heißt das, wenn das Gehirn auf diese Reize reagiert? Der Alarmmodus wird aktiviert. Und was passiert, wenn wir in den Alarmmodus gehen? Klassischerweise kann man wirklich zwei Grundreaktionen unterscheiden. Angriff oder Flucht. Beide sind übrigens evolutionsbiologisch extrem wichtige Programme, um das eigene Überleben zu sichern. Aber was passiert dabei im Körper? Es werden sofort Hormone und andere Botenstoffe ausgeschüttet, klassischerweise Adrenalin und auch Cortisol, das Stresshormon. Der Blutdruck steigt, die Schmerzempfindlichkeit geht nach unten und auch unsere Skelettmuskulatur wird aktiviert. Warum? Um besser angreifen oder davonlaufen zu können. Interessanterweise werden dabei aber auch Körperfunktionen, die eben im Augenblick nicht erfolgsentscheidend oder überlebenswichtig sind, ausgeschaltet oder zumindest einigermaßen stark heruntergefahren, was ökonomisch gesehen natürlich ganz, ganz viel Sinn macht. Dummerweise gilt das leider auch für einige unserer intellektuellen Fähigkeiten. Also zum Beispiel unsere Fähigkeit, analytisch präzise zu denken. Impulskontrolle. Das gründliche, rationale Denken und kluge Entscheidungen treffen ist im fortgeschrittenen Alarmzustand viel schwerer. Ihr kennt vielleicht aus eigener Erfahrung das Phänomen von Tunnelblick, wo wir eine verengte, bewusste Wahrnehmung haben. Und ich glaube, dieser Tunnelblick beschreibt dieses Phänomen ganz gut. Alles in allem also keine sehr guten Voraussetzungen, um wirklich konstruktive Feedback-Dialoge zu führen, oder? Spannend wird es in dem Moment, wo wir drauf schauen, was denn das für Auslöser für diese Reaktion sind. Insbesondere, welche sozialen Situationen, welche sozialen Auslöser spielen hier eine Rolle. Und lassen die sich womöglich reduzieren. Wir können kaum etwas an der körperlichen Reaktion ändern, weil die ja, wie gesagt, unbewusst oder unterbewusst stattfindet. Aber vielleicht lassen sich die Ursachen oder unsere Wahrnehmung der Auslöser tatsächlich beeinflussen. Wir können verschiedene soziale Auslöser unterscheiden. Und der erste ist Status. Also konkret die Statusbedrohung. Wenn unser Gehirn eine potenzielle Bedrohung für unseren sozialen Status identifiziert, und dabei ist es egal, ob die Bedrohung tatsächlich realer Natur ist oder nur eingebildet, geht der Alarm los. Warum? Weil sozialer Status für uns als soziale Lebewesen, die seit Jahrhunderttausenden in Sippen- und Familienverbänden gelebt und auch überlebt haben, eine enorme Bedeutung hat.
je höher mein Status in einer Gruppe, umso besser. Und wenn eben dieser Status bedroht zu sein scheint, geht der Alarm entsprechend los. Vielleicht ahnt ihr schon, was das mit Feedback-Situationen zu tun hat, aber darauf kommen wir gleich noch. Der zweite Trigger für dieses Alarmsystem ist die Bedrohung der Autonomie. Das heißt, in Situationen gezwungen zu werden, ohne viel Einfluss und Wahlmöglichkeiten zu haben. Ein dritter Auslöser ist Ungewissheit. Je höher die Ungewissheit, und das geht unter Umständen mit der Angst sogar vor Kontrollverlust einher, desto stärker auch hier die Alarmreaktion. Ungewissheit bezieht sich übrigens auch auf andere Personen. Wenn ich also jemanden nicht gut kenne und insofern auch seine oder auch ihre Absichten nicht deuten kann oder die Verhaltensmuster noch nicht abschätzen kann, löst auch das eine gewisse Alarmierung aus. Es mangelt an Verbundenheit. Man weiß nicht, ob der andere Freund oder Feind ist, eine von denen oder einer von uns. Wenn ich nun statt dieser Flucht- oder auch Angriffsreaktion ein Ja bekommen möchte, nochmal zur Erinnerung, es geht um Feedback-Situationen, sollte ich tunlichst versuchen, diese potenziellen Auslöser, also Status, Autonomie, Unsicherheit oder Ungewissheit, kleiner zu bekommen. Wie kann das gelingen? Schauen wir zuerst mal auf das Thema Status. Versucht eine Beziehung, einen Dialog auf Augenhöhe zu etablieren. Das heißt zum Beispiel, einen echten Dialog zu führen, statt einen Monolog von oben herab. Anerkennt zum Beispiel die Stärken und auch die Kompetenzen, die jemand besitzt. Das wertet auf. Vermeidet auch überheblich wirkende, paternalisierende Formulierungen nach dem Motto, ich weiß besser, was gut für dich ist, glaube mir, selbst wenn sie noch so gut gemeint sind. Ein anderes No-Go ist beispielsweise kritisches Feedback in der Öffentlichkeit zu geben, also quasi vor Publikum. Das erhöht die Chance von Gesichtsverlust und stellt damit natürlich einen ganz massiven Angriff auf meinen Status dar. Autonomie. Ich kann die Autonomie meines Gegenübers dadurch erhöhen, indem ich Wahlmöglichkeiten schaffe. Ich könnte also meine Feedback-Empfängerin entscheiden lassen, wann ist der beste Moment für dich für den Feedback-Dialog. Ein Ja abholen bedeutet also, dass sich der andere entscheiden kann, dass die andere eine Wahl hat. Es sollten aber natürlich ernst gemeinte Wahlmöglichkeiten sein. Ganz praktisch könnte das zum Beispiel folgendermaßen klingen. Du, ich habe gerade etwas beobachtet, was vielleicht interessant für dich ist. Hast du gerade Lust auf ein kurzes Feedback? Hast du Interesse an einem kurzen Feedback? Oder ich möchte unbedingt ein wichtiges Feedback mit Ihnen teilen. Haben Sie gerade eine Sekunde? Oder wann würde es denn bei Ihnen am besten passen? Oder auch ganz direkt, darf ich dir ein kurzes Feedback zum Thema XYZ geben? Aber achte dabei darauf, dass solche Formulierungen natürlich aufrichtig und authentisch sind. Sie müssen zu euch passen, zur Situation und vor allem zur anderen Person. Was lässt sich noch machen, um diese Alarmreaktion zu reduzieren? Ungewissheit abbauen. Das geht relativ einfach, indem ich mehr Informationen beisteuere. Zum Beispiel mein Anliegen für das Gespräch. Warum ist es mir wichtig? Was ist das Ziel? Vielleicht sogar den geplanten Ablauf. Insbesondere wenn es sich um ein Jahresgespräch handelt, lässt sich das sehr, sehr gut strukturieren. Oder auch den Auslöser. Ich würde gern mit dir über den Streit zwischen Linda und dir sprechen, der gestern eskaliert ist. All das erzeugt viel mehr Gewissheit als wir müssen reden. Umso wichtiger wird das logischerweise, wenn mich die andere Person noch nicht so gut kennt, wo also vertrauensbildende Maßnahmen vorher hilfreich wären. Ein letzter Punkt, der sowohl auf Status, auf Gewissheit, aber auch auf Autonomie einzahlt, ist den Nutzen des Feedbacks für den anderen oder die andere herauszustellen, sofern er nicht zu 100% natürlich offensichtlich ist. So viel an dieser Stelle zur neurowissenschaftlichen Seite von Feedback und was es bedeutet, ein Ja abzuholen.